Hallo, hier ist Dan vom Pomade Shop. Ich hoffe, euch geht's gut und willkommen zu einem neuen Review und zwar vom, ihr wisst es schon, dem Sweet Georgia Brown Hair Tonic. Und da wollen wir uns gleich mal ranmachen. Mit dem Karton halten wir uns nicht lange auf, sondern wir schauen sofort rein und da haben wir schon diese Schönheit. Das Sweet Georgia Brown Hair Tonic. So sieht es aus. In einer Glasflasche. Und ich kann es auch kaum erwarten, wir machen das Produkt gleich auf. Was soll es überhaupt können? Was ist eigentlich ein Hair Tonic? Sehr vielen ist es inzwischen schon bekannt. Ein Hair Tonic ist ein Produkt, das Männer sich in den 30er bis hin sogar in die 70er Jahre zugelegt haben. Das war eins der wichtigsten Pflegeartikel des Mannes. Neben dem Rasierwasser gab es eigentlich nur eine Hair Tonic und selbstverständlich Pomade. Und ein Hair Tonic sollte die Kopfhaut erfrischen, es sollte die Haare auffrischen, es sollte pflegen, es sollte womöglich sogar vor Schuppen einen bewahren. Es sollte vor allem wunderbar angenehm duften. Ein Hair Tonic bot einen leichten bis mittelfesten Halt, je nach Art. Und das Schönste eigentlich an den Hair Tonics ist überhaupt dieses Erlebnis, wenn man das in die Haare reintut, wenn man das in der Früh oder nach der Haarwäsche ins leicht feuchte Haar noch einbringt und einen dann dieser Duft umhüllt und einfach das Gefühl im Haar, wie sich das einfach anfühlt. Es ist wirklich ganz, ganz wunderbar. Es ist fast das, was Damen vielleicht so als Conditioner verwenden, ist das hier für Männer ein Hair Tonic gewesen. Und nun haben wir ein Hair Tonic von Sweet Georgia Brown. Was macht jetzt dieses Hair Tonic so besonders? Es ist neben vielleicht den Inhaltsstoffen, da ist Kokosnussöl drin, beziehungsweise ein Derivat vom Kokosnussöl. Es ist nicht dieses klebrige, schwere Kokosnussöl, sondern es ist Kokosnussöl-Esters. Und das bietet die ganze volle Pflege eines Kokosnussöls, aber beschwert die Haare nicht und ist sehr leicht. Wir haben zudem noch Glycerin drin, wir haben Kreatin drin, das stärkt die Haare und wir haben Allantoin drin, das beruhigt und tut gut der Kopfhaut. Und ein Hauch Menthol ist drin. Das habe ich nach wochenlang Verwenden und festgestellt, da ist doch irgendwas drin. Es gibt nur so ein ganz leichtes, ganz zartes, sanftes, ja nicht mal ein Kribbeln, sondern wirklich eine wunderschöne Erfrischung. Und der Hauptstar des Sweet Georgia Brown Hair Tonics ist der Duft. Und was ist denn so besonders an einem Sweet Georgia Brown Duft? Es ist vielleicht, in dem Video kann ich es vielleicht gar nicht mal ganz groß erklären. Es ist die ganze Geschichte von Sweet Georgia Brown, die wir hier erleben mit diesem Duft. Es ist ein unglaublich faszinierender Duft, der in den 1920er, 1930er Jahren entstanden ist und in vielen Produkten, uns vor allem bekannt in einer Pomade, in der Sweet Georgia Brown Pomade, verwendet wurde in den 1930er, 1940er Jahren bis hin in die 1980er Jahre. Wird in Amerika hergestellt seit den 1930er Jahren und wird importiert. Das Hair Tonic hat davon, von diesem wirklich Parfumöl, hat es ganze 3%. Wir haben Hair Tonics im Sortiment, die haben 1%, die haben ein halbes Prozent, die haben sogar 0,3%. Und die riechen wirklich sehr angenehm und das hier hat ganze 3%. Also es hat wirklich eine Parfum oder zumindest eine Eau de Cologne Qualität. Das Hair Tonic selber machen wir jetzt mal auf. So, wir haben hier einen gewohnten Ausgießer und ja, ich rieche das bereits. Es ist einfach unglaublich ein wahnsinnig nostalgischer Duft. Hier taucht man wirklich ein in Chicago der 1930er Jahre, in Barbershop der 1930er Jahre, ein schöner, süßlicher, pudriger, aber vielfältiger Duft. Es ist nicht nur reine Vanille, sondern es sind so viele Komponenten drin, fast 100 Duftbestandteile. Jetzt mal zum Hair Tonic selber. Wie fühlt sich das an? Wie ist denn das? Wir werden sehr oft gefragt, ist es jetzt ölig? Ist das jetzt sehr leicht? Ist das ölfrei? Ist das vielleicht wie das Don Draper Yellow, das Don Draper Gold oder ist es vielleicht irgendwie ein ganz anderes Hair Tonic? Und für mich ist es eher vielleicht schwer einzuordnen. Es ist
vielleicht wenig vergleichbar zu den Hair Tonics, also zur Orientierung. Es ist definitiv kein Gold, es ist definitiv kein Yellow, sondern es ist ein viel leichteres, angenehmes Hair Tonic für den Tag. Also man kann es wirklich jeden Tag verwenden, man kann es auch mehrfach am Tag verwenden. Es bewirkt in den Haaren, dass sich die Haare so anfühlen wie vorher, aber ein bisschen frischer oder ein bisschen, ja, natürlicher oder lebendiger, aber ohne einen Fettglanz, ohne dass sie beschwert werden, ohne dass sie wirklich gestylt werden, sondern es tut einfach gut. Gut, so wie es eben halt hier drauf steht. Aber jetzt will ich es mal für euch anwenden. Und die Anwendung erfolgt entweder in die Hand, also ein paar Tropfen kann ich in die Hand nehmen, dann verreiben und dann tue ich das in die Haare. Meine Haare sind übrigens frisch gewaschen, da ist nichts drin. Ich habe es tatsächlich ausgehalten, ohne Hair Tonic oder ohne Pomade. Und das hier wäre jetzt mal der erste Effekt, den ich bekomme. Wartet mal, ich habe hier eine Balayage-Bürste, da fahre ich auch nochmal mit der drüber. So, und das hier wäre so der erste Effekt, den ich davon bekommen würde. Für mich wäre es zu wenig. Ich verwende das gerne, so wie es auch früher in den Barbershops angewendet wurde, direkt in die Haare, so rein und dann einmassieren. Also man kann das Hair Tonic tatsächlich in hohen Mengen verwenden. Also ich kann da wirklich sehr, sehr viel davon verwenden, so als wäre das ein Conditioner, den ich mir in die Haare rein tue, so ein Leave-In Conditioner. Den tue ich in die Haare rein, massiere das ein und lasse es dann auch am Haar drin. Genauso kann ich dieses Hair Tonic verwenden und genauso verwende ich das. Ich lasse es dann auch über Nacht im Haar. Ich verwende dann auch in der Früh, verwende ich dann weiter dieses Hair Tonic und ich merke dann mit den Tagen, vielleicht schon irgendwie nach 2 Tagen, dass ich dann so eine Art Build-up gebildet hat, dass ich dann schon eine Styling-Wirkung sehe, aber ohne dass die Haare oder auch die Finger sich fettig anfühlen oder fettig sind oder klebrig sind, sondern es ist wirklich unglaublich angenehm. Ich tue jetzt ein bisschen mehr rein. So. Jetzt kämme ich mal meine Haare oder ich bürste sie mit der Balayage-Bürste. Die Haare sind jetzt natürlich durch das Hair Tonic befeuchtet. Sie werden dann ein bisschen, ja, natürlich trockener an der Luft oder ich kann es föhnen und fühlen sich dann wirklich sehr angenehm an. Für ein Styling jetzt für meine Haare, also ich würde sagen, ich habe jetzt mal feines, normales Haar, da würde es genügen. Bei lockigem Haar, bei festerem Haar würde das natürlich nicht genügen. Da müsste man dann noch eine Pomade hinzufügen. Aber es ist wirklich ein ganz wunderbarer Start in den Morgen oder in den Tag oder nach der Dusche für die Kopfhaut und für die Haare und macht unglaublich viel Spaß. Und habe ich noch für euch, die Flasche mache ich mal zu, woher denn dieses Sweet Georgia Brown kommt. Ihr seht das hier vielleicht schon die ganze Zeit hier an dem Karton. Ich zeige es euch mal. Sweet Georgia Brown ist uns tatsächlich heute nur als Pomade bekannt gewesen. Jetzt natürlich dieses Hair Tonic. Aber Sweet Georgia Brown war viel, viel mehr. Es war wirklich ein unglaubliches Phänomen. Schaut euch mal das hier an, von 1935. Es gab einen ganzen Katalog für Sweet Georgia Brown Beauty Produkte. Und wir gucken mal rein, was es da gibt. Guckt mal. Diese Produkte, das waren die ersten Produkte, die es gab mit diesem Duft. Das waren Damenpuder, das waren Cremes für Damen. Ich habe sogar welche noch da, kann ich euch mal zeigen. So schaut das mal aus. Hier ebenfalls Wonderful Vanishing Cream. Auch ganz tolles Sweet Georgia Brown Design. Und das ging dann auch noch weiter, natürlich zum Bestseller schlechthin, zum millionenfachen Bestseller der Sweet Georgia Brown Pomade. Die haben wir auch hier, sage ich euch mal. Aber von Sweet Georgia Brown gab es noch mehr. Guckt mal an, hier, diesen Stil. Auch diese Grafiken. Mal an, was es alles von Sweet Georgia Brown gab. Ein Zahnpuder. Wäre doch mal was. Ja, also es gab extremst viele Produkte. Ich habe hier noch einen weiteren Katalog. Da zeige ich euch mal was. Hier, da haben wir es auch schon. Sweet Georgia Brown Skin Secret Cream. Also für Damen. Dann kamen noch weitere Produkte dazu. Sweet Georgia Brown Hair Treating Oil zum Beispiel. Es gab für Damen Cleansing Cream.
Das hier, Wonderful Talcum Powder, also ein Talgpuder, war auch ein Muss für die ganze Familie in den 20er, 30er, 40er Jahren. Es gab aber auch eine Sweet Georgia Brown Brillantine. Und was haben wir sonst noch da? Ja, wenn man ein bisschen träumen möchte, Sleeping Beauty Night Cream von Sweet Georgia Brown. Und übrigens, die Verpackung habt ihr die ganze Zeit hier gesehen. Ich habe es euch vorenthalten, aber hier habt ihr ebenfalls einen Hauch von diesem Sweet Georgia Brown und Velmore Design drauf. So, das war's von mir. Das war's von der Sweet Georgia Brown. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit, fürs Zuhören und ich wünsche euch viel Freude, viel Spaß. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Daumen nach oben, gerne einen Kommentar hinterlassen. Wenn ihr eine Frage habt zum Produkt, zu Sweet Georgia Brown Hair Tonic oder zu anderen Produkten, dann wendet euch sehr gerne an uns. Wir beraten euch auch wahnsinnig gerne. Und ansonsten war es das eigentlich von mir und ich freue mich dann, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Vielen herzlichen Dank nochmal. Tschüss, euer Sten, macht's gut.